Hallo bei Ink Up Your Pen. Heute möchte ich euch wieder mal einen chinesischen Füllfederhalter vorstellen. Der ist schon ein bisschen auf dem Markt und es ist der Hero oder Hero 901. So sieht er aus. Und wie immer will ich euch natürlich ein bisschen was zu der Firma Hero sagen. Dann will ich euch den Füllfederhalter beschreiben, dann machen wir Maße und Gewicht, dann machen wir einen Schreibtest, dann sage ich euch, was mir gut gefällt und was mir weniger gut gefällt am Hero oder Hero 901. Und zum Schluss ziehen wir ein kurzes Resümee. Ich sage euch, wo ihr ihn bekommen könnt, was ihr dafür zahlen müsst und ob ich mir wieder kaufen würde oder ob ich euch eine Kaufempfehlung aussprechen würde. Dann geht's jetzt hier los bei Ink Up Your Pen. Das ist er nun, der Hero 901. Das ist ein klassischer Füllfederhalter der Shanghai Hero Pen Company. Die gibt es seit 1931 und in diesem Modell, das gibt es schon ganz lange auf AliExpress. Ich habe es jetzt da nicht her, ich habe es in einem Konvolut mit Tinten- und Füllfederhaltern mit dazu bekommen. Deswegen kann man da gar nicht so genau ausrechnen, was ich dafür bezahlt habe. Aber wenn ihr den bei AliExpress sucht, dann findet ihr den inklusive Versand für ungefähr 5 Euro. Und dafür muss ich sagen, bekommt ihr einen richtig schweren Füllfederhalter. Das ist also eine Metallkonstruktion hier und das dürfte Messing sein. Auch das hier oben ist ein Metallstück. Der ist richtig kräftig und mit dem schwarzen Lack und dem Gold sieht er sehr edel aus. Natürlich ist es Geschmackssache. Mich erinnert es so ein bisschen an Art Deco. Mit diesen Linien hier und mit diesen Ornamenten hier oben an der Kappe. Also finde ich, sieht schon recht gut aus. Und ja, also das ist schon ein sehr gut und wertig produzierter Füllfederhalter. Und wenn ihr meine anderen Videos kennt, dann kennt ihr einige Füllfederhalter, die so verkauft werden, so um den Preis von 5 Euro herum. Und da muss ich sagen, bekommt er hier einen sehr, sehr guten Füllfederhalter. Also einen sehr gut verarbeiteten Füllfederhalter, einen sehr wertigen Füllfederhalter, einen recht schweren Füllfederhalter. Also das ist alles andere als eine reine Plastikgeschichte. Okay, dann schauen wir uns den mal genauer an. Fangen wir mit der Kappe ab. Die Kappe ist gesteckt und ist recht fest drauf. Sie ist schon so, dass man ein bisschen Kraft aufwenden muss, aber ich würde sagen, sie ist noch genau an der Grenze dazu, dass man sagt, das kriege ich nicht ab. Ist schon etwas mehr, aber ist okay. Legen wir den Füllfederhalter erstmal nebenhin und schauen uns mal die Kappe an. Hier haben wir einen Clip, wirklich sehr gut funktionierend, richtig klasse. Nicht federnd gelagert, aber wirklich sehr, sehr gut. Die Kappe selber ist hier unten mit dem Band hier unten beschriftet mit Hero, dann das Logo von Hero, dann die Modellnummer 901 und das hier ist alles Metall. Hier seht ihr nochmal Innenkappe in Kunststoff. Hier könnt ihr auch nochmal bis nach oben schauen, da ist dann der Kappenkopf festgemacht. Was ich auch sehr schön finde, ist hier ja, ich sag mal, dieses Metallornament, wie so ein kleines Rädchen sieht es aus. Und da spiegelt sich das Licht, ihr seht es hier, spiegelt sich da auch sehr schön drin. Und das sieht schon gut aus, muss man sagen. Also war am Anfang so ein bisschen skeptisch. Das ist eigentlich nicht so der Stil der Füllfederhalter, die ich so bevorzuge. Aber je länger ich mich mit dem Füllfederhalter beschäftige, desto mehr interessante Merkmale entdecke ich, wo man sich richtig Mühe gegeben hat. Und da muss ich sagen, das für 5 Euro ist schon richtig gut, was Hero da gemacht hat. Ja, dieses ist hier so ja, ich sag mal, aufgelegt auf möglicherweise eine Kunststoffoberfläche oder kann auch sein, dass der Kunststoff hier eingefüllt ist, weil das wirkt so ein bisschen erhaben, wenn er hier drüber fasst. Sieht aus wie ja, Wellen vielleicht, könnten das sein. Also sieht schon sehr schön aus oder Pflanzen könnten es auch sein. Also wirkt auf jeden Fall sehr interessant. Ja, ganz schwere Kappe, natürlich auch so ein bisschen kopflastig, aber sehr, sehr schön gemacht. Dann schauen wir uns den Füllfederhalter selber mal an. Griffstück nehme ich mal in der Hand, ist schmal, aber
ist wirklich griffig. Also bei mir liegt er, ihr seht es hier, liegt er wirklich gut in der Hand und gefällt mir sehr, sehr gut. Feder, das ist eine Sache, die mich so ein bisschen stört, also B-Color, also Gold-Silber. Ich schätze mal so ein bisschen, ja, auch zu diesem edlen Gold hier passend, dass man da nur einen Silberanteil mit drin gelassen hat. Nicht gebrandet von Hero, sondern Genius Iridium. Das ist das Einzige, was hier auf der Feder steht. Aber das zweifarbige, das sieht schon sehr gut aus. An dem Punkt vorne kann man es vielleicht ein bisschen sehen. Es ist eine M-Feder. Ihr wisst, chinesische Federn, M ist dann immer noch ein bisschen schlanker, sage ich mal, im Strich, als man es bei deutschen Herstellern vielleicht findet. Aber es ist wirklich eine gute Feder. Ja, dann hier die Verbindung zum Schaft. Hier hat man nochmal so ein Ornament, so ein Muster nochmal drauf gemacht. Erinnert mich auch so ein bisschen an die Art Deco-Zeit. Also ich finde, es sieht schon nicht schlecht aus. Dann schrauben wir mal auf. Hier seht ihr Metallgewinde, also auch das sehr hochwertig verarbeitet. Wie gesagt, 5 Euro sprechen wir. Konverter ist dabei. Ich habe hier schon Tinte drin. Ich habe Rohrer und Klingner Smaragdgrün dafür gewählt. Muss man wirklich sagen, sehr, sehr aufwendig hergestellt. So viel hier zum Griffstück. Dann schauen wir uns den Schaft noch mal kurz an. Da ist auch noch mal wie so eine Innenauskleidung drin, könnt ihr hier ganz gut sehen. Das ist hier schwarz lackiert. Der Schaft ist schwer aus Metall. Wie gesagt, ich gehe davon aus, dass es Messing ist. Hier oben mit diesem am Kappenkopf, sage ich jetzt mal, abgetrennt. Hier nochmal extra mit einem Metallring, der auch nochmal verziert ist, wenn ihr das hier so seht, was da so glänzt. Und dann dieses Stück aufgesetzt und oben ein schwarzer Kunststoffkopf. Also muss ich wirklich sagen, da hat man eine Menge Zeit investiert und Material investiert, um solch einen Füllfederhalter zu schaffen. Muss ich wirklich sagen, bin ich sehr positiv beeindruckt. Und ja, setzen wir nochmal zusammen. Auch hier nochmal an dem Schaft, habe ich euch gar nicht beschrieben, auch nochmal ein Metallstück, damit man hier Metall auf Metall hat und damit hier der Kunststoff oder irgendwas darunter auch nicht so brechen kann, damit das alles zusammengehalten wird. Also wirklich sehr, sehr aufwendig verarbeitet. Und dann kann ich euch gleich mal sagen, wie es hier mit Maßen und mit dem Gewicht ausschaut. Also dieser Füllfederhalter, so wie ich ihn jetzt hier vor euch halte, wiegt er mit dem Konverter und der Tinte befüllt 47,3 Gramm. Das ist schon eine Hausnummer. Und das für 5 Euro. Jetzt ist ja nicht das Gewicht eines Füllfederhalters, da bemisst sich ja nicht die Qualität dran, das ist mir auch klar. Aber da gibt es deutlich günstigere und das Material, das muss auch bezahlt sein. Also insofern und die Verarbeitung sehr aufwendig gemacht, also richtig, richtig gut. Ja, mit Kappe im geschlossenen Zustand misst er 14,4 cm. Wenn wir den öffnen und ich nehme den so in die Hand, seht ihr hier, passt er wunderbar in meine recht große Hand und er misst er 13 cm ohne Kappe. Was nicht funktioniert, kann ich euch hier mal zeigen, ist das Aufstecken. Also hier geht es so ein bisschen, aber es hält nicht wirklich gut, wenn ihr das hier so seht. Also ich würde ihn nicht aufgesteckt benutzen, weil da stört hier diese Plastik-Innenkappe. Ich glaube, die stört da ein bisschen. Also hier, ja, kann man machen, aber es sitzt schon sehr locker. Deswegen würde ich hier davon abraten. Okay, so viel zu Maßen und zum Gewicht. Und dann machen wir als nächstes den Schreibtest. Der Schreibtest. Wir haben heute hier vor uns den Hero 901. Der hat eine M-Feder. Und die Tinte ist Rohrer und Klingner, Smaragdgrün. Papier ist wie immer Clairefontaine. DCP 160 Gramm.
Okay, ihr habt es schon so ein bisschen gehört. Aber jetzt könnt ihr nochmal richtig zuhören, wie der oder diese Feder von Hero hier über das Papier gleitet. Ich denke, ihr habt es gehört. Das klingt richtig, richtig gut, finde ich. Also diese M-Feder, ich würde sagen, es ist schon klar, ist eine M. M-Feder ist schon richtig, aber ich würde sie mal als M- bezeichnen. Ist schon eher am unteren Ende, aber ihr wisst es bei den Chinesen oder bei den chinesischen Füllfederhaltern, die sind in der Regel etwas feiner und so ähnlich wie bei den japanischen Füllfederhaltern eben auch. Und deswegen ist es durchaus also als M anzusehen. Okay, dann haben wir einen Moment offen gelassen und dann gucken wir mal, ob er gleich da ist und machen wir schnell das Schreiben. Ja, fast. Also ihr seht hier oben hat er ein kleines Anfangsproblem gehabt, aber das ist nicht wirklich erwähnenswert. Hier wurde es mal ganz kurz dünn an der Stelle, aber alles in allem muss man sagen, hat er hervorragend gemacht. Dann versuchen wir mal verkehrt herumzuschreiben. Ja, geht eigentlich auch ganz gut. Und man muss sagen, es ist jetzt wirklich nicht unangenehm. Ich würde sagen, das ist hier dann F von der Federstärke her. Also wirklich, wirklich sehr, sehr gut, muss man sagen. Ich hatte das in der Form nicht erwartet, aber das ist eigentlich ein Geheimtipp, dieser Füllfederhalter, muss man wirklich sagen. Für den Preis, klasse. Schauen wir mal, ob wir ein bisschen Variation in die Feder bekommen. Ja, nicht wirklich. Also hier sieht man ein bisschen, da ein bisschen. Hier könnt ihr mal gucken, ja. Also leichte Variation ist reinzubringen. Tintenfluss schauen wir uns nochmal an. Der ist auch völlig in Ordnung. Ihr habt es auch beim Schreibtest gesehen. Alles wunderbar. Da gibt es keine Probleme. Okay, so viel zum Schreibtest des Hero 901. Und dann sage ich euch als nächstes, was mir gut gefällt und was mir weniger gut gefällt. Ja, was gefällt mir gut? Was gefällt mir weniger gut am Hero 901 oder 901? Also sehr gut gefällt mir das angenehme Schreiben. Ich habe euch das eben im Schreibtest vorgeführt. Ist wirklich toll. Diese M-Feder schreibt wirklich sehr, sehr angenehm, sehr weich. Ist ein tolles Schreiben mit dem Füllfederhalter. Er liegt sehr gut in der Hand. Ich zeige es euch hier nochmal. Nehme mal die Kappe ab. Also da kann man gar nicht meckern. Auch hier bei meiner recht großen Hand liegt er sehr gut drin. Ich greife das Griffstück ein bisschen weiter oben, aber das ist kein Problem. Das Griffstück ist recht schlank und ihr wisst, das ist immer so ein bisschen problematisch bei mir. Ich mag eher die etwas kräftigeren Griffstücke, aber das hier ist schlank, aber dennoch völlig in Ordnung und angenehm für mich. Die Kappe sitzt fest, ja, das kann jetzt, ich ziehe sie hier mal ab. Ja, es sieht jetzt dramatischer aus, als es tatsächlich ist. Aber ihr seht schon, das ist jetzt nicht ganz einfach. Das ist aus meiner Sicht ja weder positiv noch negativ. Für den einen ist es vielleicht negativ, für den anderen positiv. Deswegen ist es, will ich es bei beiden Dingen erwähnen. Müsst ihr euch selber ein Bild von machen. Das ist, wie gesagt, genau an der Grenze. Für mich gerade noch okay. Der ein oder andere würde vielleicht sagen, nee, die sitzt schon zu fest. Das geht mir nicht schnell genug, die Kappe da abzuziehen. Muss jeder selber wissen. Aber was mir sehr gut gefällt ist, ich zeige euch hier nochmal, das ist dieser Aufwand, den man hier betrieben hat für einen 5-Euro-Füllfederhalter. Also eine Messingkonstruktion, die aufwendige Verarbeitung, die Zierteile, die man hier dran gemacht hat, die Muster, die man hier drauf gemacht hat. Hier auch nochmal die Konstruktion mit den verschiedenen grafischen Darstellungen. Mal gucken, ob die Kamera das ein bisschen besser auffangen kann. Ja, hier kann man so ein bisschen sehen. Hier seht ihr das nochmal mit diesen
mit diesen schwarzen geometrischen Figuren. Das schafft Ende, wie das hier konstruiert ist. Also auch da muss man sagen, das ist schon wirklich mit viel, viel Aufwand gemacht. Und wie gesagt, ihr bekommt ihn auch jetzt noch für ungefähr 5 Euro, inklusive Versand aus China über AliExpress. Ich sage es an der Stelle wieder, ich bekomme weder was von Hero noch von AliExpress, sondern ich mache das Ganze hier, damit ihr einen Eindruck bekommt und dann entscheiden könnt, ob euch selber so einen Füllfederhalter holt. Ja, was stört mich daran? Das Einzige, was mich wirklich stört, ist, dass die Feder nicht gebrandet ist von Hero, sondern dass da Genius Iridium draufsteht. Wirkt so ein bisschen, als wäre sie zugekauft, ob das Hero nötig hat oder ob es denn, vielleicht ist es ja auch gar nicht so. Aber zumindest wird der Eindruck erweckt, weil ich habe auch Hero-Füllfederhalter, da ist die Feder eindeutig von Hero gebrandet. Hier ist es nicht so. Ich kann nicht erklären, warum, wieso, weshalb. Aber das ist Fakt, auch wenn ihr euch den jetzt neu holt in China, also hier über AliExpress. Die Feder ist die gleiche. Auch da steht nicht Hero drauf, wenn ihr den jetzt kauft. Okay, das ist aber das Einzige. Ansonsten bin ich mit der Feder sehr zufrieden. Also die schreibt toll, aber sie wirkt so ein bisschen, als wäre sie nicht von Hero. Wenn sie von Hero ist, dann sollten sie es auch draufschreiben, weil sie ist einfach klasse, muss ich dazu sagen. Ja, würde ich mir wieder kaufen. Also ich habe ihn ja, habe ich euch ja gesagt, in einem Konvolut bekommen mit verschiedenen anderen Füllfederhaltern, mit Tinte dazu. Am Anfang habe ich gedacht, naja, ist schon ein bisschen sehr gewöhnungsbedürftig, dieses Design. Aber je länger ich mich damit beschäftige, muss ich sagen, ja, da kann man eigentlich nichts falsch machen. Eigentlich ist das für 5 Euro ein absoluter Geheimtipp. Ich muss wirklich sagen, wer mit dem Design hier gut klarkommt, der bekommt einen richtig guten Füllfederhalter für 5 Euro. Und da muss man auch in China mittlerweile oder bei AliExpress, bei den chinesischen Händlern, muss man schon eine Weile suchen, dass man so viel Füllfederhalter für so wenig Geld bekommt. Das haben die schon richtig gut gemacht. Und ja, wie gesagt, das Design ist jetzt nicht ganz meins, aber ich werde ihn auch nicht verkaufen und werde ihn behalten, weil ich wirklich finde, das ist ein tolles Stück und der ist sehr, sehr gut verarbeitet, sehr gut gemacht. Ist Hero wirklich was Tolles gelungen, muss man sagen. Ja, dann wie immer an der Stelle meine Frage, habt ihr Erfahrung mit dem Hero 901? Schreibt es in die Kommentare, abonniert meinen Kanal, liked mein Video, vielen Dank dafür und dann sehen wir uns das nächste Mal bei Ink Up Your Pen.